Liebe Steinerfreunde, willkommen Steinermeister aus dem Herzen der Schweiz, aus der wunderschönen Stadt Zofingen. Und heute werde ich etwas mocken, es wird trocken, es wird euch aus den Socken hauen. Vielleicht, ich weiß nicht. Aber ich habe ein paar Steine gekauft, ich habe ein paar Sets gezeigt, ich habe den Nudelhaken gezeigt. Hier, diesen werde ich natürlich verbauen. Ich werde in den Street Market Teile davon verwenden. Dann das Diner von Friends werde ich verwenden. Und ich werde auch die Hidden Side Hütte hier, das Diner hier auch verwenden, auch wenn die App nicht funktioniert hat. Ja, das werdet ihr, wenn ihr es noch nicht geschaut habt, dann könnt ihr das natürlich nachschauen. Katastrophe. App funktioniert nicht, aber coole Steine. Keine Weile. Ich werde jetzt bauen, ihr könnt schauen. Natürlich habe ich noch Steine dazu gekauft. Diese Steine und ich habe auch noch solche Steine, jetzt die gelben oder so die grünen, die werden für das mexikanische Häuschen vielleicht dann verwendet, weil ich das auch noch habe. Dann habe ich auch hier Steine gekauft vom Bricklink-Händler und ich habe natürlich noch Steine von vorher und zusätzlich auch noch ein Sack Bier. Ja, kein Bier. Da seht ihr auch rote Steine. Also, ich habe genügend Steine, um was zu bauen. Auf eine 1632er Platte. Die ist nicht so groß, aber für mich wichtig, für ein kleines Häuschen zu bauen. Ja, ein Diner mit japanischen Flair, Stäbchen oder vietnamesisch oder thailändisch. Ich weiß nicht, was ihr gerne isst. Ich esse das zwischendurch auch gerne. Ich esse gerne Burgers und ich esse natürlich gerne auch asiatisches Essen. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt nicht fertig, nein, nicht abschalten, sondern jetzt kommt das Intro und dann geht es los. Es wird famos und wird es groß, aber es wird sicher großartig. Los! Wir legen die Platte, wir bauen auf der falschen Seite, das korrigieren wir gleich und bauen es richtig. Ja, das sieht doch schon super aus. Innen dran habe ich natürlich das übernommen, was ich da ausgehabt habe, Diner und so weiter. Ich hatte noch ein paar braune Spezialsteine gekauft und die habe ich dort auch noch ein bisschen in Szene gesetzt. Ja, der Koch hat natürlich einen Fisch, der hat natürlich eine große Möglichkeit da zu kochen, ein großes Kochfeld und so weiter. Es gibt auch Ketchup und Senf und auch Büchsen und es gibt ganz viele Dinge zu schauen. Ja, das ist detailliert gebaut. Und dann bauen wir die nächste Etage asiatisch. Ja, dieser asiatische Koch hat einen kleinen Raum zum Kochen, das wird aber kein Problem sein, der kocht ebenso gut, der kennt das ja von früher in Hongkong und so weiter. Da sind die Preise sehr teuer und darum kocht er hier natürlich in kleinsten Räumchen, ein Träumchen. Ja, und da gibt es verschiedene Dinge zu sehen. Er hat auch die Möglichkeit, die ganze Ding sein Fenster zuzutun, damit man in der Nacht da nicht reingehen kann. Und dann bauen wir schon nach oben, eine weitere Etage wird gebaut. Und da habe ich überlegt, ja, da baue ich einfach so eine Staffel rein, da wohnt jemand, aber da habe ich gesagt, da ist einfach so wenig Platz und da hatte ich die Idee mit der Saftpresse. Ja, die Saftpresse ist wichtig, da kommt der Saft her. Ja, unten dran wird im Fisch gemacht, dann asiatisch und oben dran gibt es Säfte. Das begehrt doch alle, da kann man runter raufgehen und so weiter und sich verwöhnen lassen von kleinen Anbietern. Das Dach habe ich länger gebaut, da habe ich überlegt, wie soll ich das bauen und so weiter. Ich habe dann auch ganz viele Dinge noch optimiert, noch besser gemacht, noch verziert und so weiter, damit das einfach schön aussieht und es sieht doch einfach putzig super aus. Es ist vollbracht, ich hab's geschafft, es ist doch wunderbar. Ein kleines Häuschen, ein kleiner Star. Ja, wunderbar, super. Ich zeige euch mal die Außensicht und die Außensicht ist doch auch schon putzig, schön gemacht. Hier Details, die ich liebe, die ich auch liebe, wenn das von ins Set gibt, mit Blumen. Dann hier eine Vermückung, hier zu sagen, hier gibt es dann japanisches Essen, unter dran ein Diner. Und reinschauen in die Küche und so weiter. Ich gehe ins Innere, da werdet ihr das genau sehen. Dann hat es hier Krebse,
Dann gibt es hier der Information, vielleicht ist das ein bisschen groß. Vielleicht denkt ihr, ja, ich sollte das eigentlich so draufstellen. Aber dann sieht man es hier auf der Seite gut, aber ich werde das so reinstellen, weil hier geht es rauf und darum, wir machen jetzt ein bisschen Werbung. Ja, Werbung kann auch ein bisschen groß sein. Das ist so, weil es ist ja nach hinten. Dann gibt es hier einen Verkaufsstand, hier gibt es natürlich Getränke, die man kaufen kann. Und dann gibt es den Aufgang in die obere Stadt. Und von hier auch schön mit den Blumen. Und da, das ist ja japanisch, also chinesisch soll das japanisch mäßig sein. Hier oben dran dann der Fruchtsaft, hier oben dran mit Orangen. Und dann haben wir hier, das ist nicht so schön, aber da kommt ein Gebäude rein, aber es ist nicht ganz anschließend. Dann hat es hier Öffnung und hier, damit da nicht die Leute Angst haben, ein bisschen Licht reinkommt, das finde ich auch schön. Habe ich nicht gerne, durch dunkle Gänge zu laufen. Und dann hier auch Fruchtsaft mit der Karotte, wir sagen Rüebli, in der Schweiz angeteichtet, hier rauf und das sieht doch schon sehr schön aus. Ein kleines Häuschen, ja, könnt ihr bauen. Natürlich, ihr habt gesehen, wie ich es gebaut habe. Aber wir gehen jetzt ins Innere des Häuschen. Ich bin wirklich begeistert immer noch von meiner Baukunst, weil ich baue ja einfach aus dem Kopf. Ich baue und denke, was soll ich bauen? Und dann baue ich einfach und dann wird das gebaut. Und ich finde es hier unten dran auch so schön. Also wenn ihr das schaut, das sind ja viele Details. Hier der Verkaufsstand, hier Getränke, dann hat es ein, hier, da fehlt so ein Teil, aber egal. Ist eine Stadt auch und da auch. Ein weißes habe ich nicht gefunden und hier ein graues, aber egal, das ist halt so, ist abgebrochen und so weiter. Dann haben wir, ich nehme das hier mal weg, das sieht doch auch super aus, das ist einer in blau oben dran, dann statt rot, weil ich das Rot nicht mehr gefunden habe, dann hat es ein Kätzchen. Hier habe ich dann Blumen hingetan. Hier, da hatte ich nur diese Steine und dieses und da habe ich gesagt, dann lasse ich so. Egal. Also viele Orten, wo ich das habe, ich suche dann die Steine ein bisschen und was ich gerade habe und das verbaue ich. Und darum, wenn ich Steine nicht gerade habe, kaufe ich nichts. Nein, ich habe die Steine vorher gekauft, was ich da verbauen möchte und habe da 80% davon auch verwendet. Da seht ihr die Küche, die sieht super aus. Highlight ist dieses, das ist eine Tiefkühltruhe. Da hat es Fische drinnen. Ich kann die mal aufmachen. Die sind einfach so drauf gemacht. So, und dann seht ihr, die sind da hinten dran. Also da kann man das zumachen. Besser wäre es natürlich eine 2×4er, wäre besser gewesen, aber ich fand das wirklich trotzdem noch gut. So, sieht doch auch schön aus. Das kommt hier rein. Und die kann ich natürlich weiter oben oder unten. Ich mache sie jetzt nach oben. Und dann hat es natürlich hier ganz viele Utensilien, wo er kochen kann. Ja, die Küche. Man sieht es vielleicht auch viel besser noch hier durch das Glas durch. Schaut mal, der hat Kaffeemaschinen, der hat Senftüten, ein Wurlitzer, der hinten dran ist und vorne, wie es beim Diner gehört, eine Sitzgelegenheit. Ich finde das wirklich wunderbar und die Farben stimmen doch auch. Ist doch nicht so schlecht geworden. Ja, und unten dran ein Sandwich, der verkauft eben ein Sandwich mit Fisch, Spezialität des Hauses. Und da hat es noch eine Krabbe, die hat dann noch oben dran eine Schutille und das zeigt, was oben dran ist, weil das ist so ein Gebäude, wo man Snacks kaufen kann und es gibt eben nicht nur das Diner für Fisch, Sandwich, sondern es gibt auch, jetzt mache ich das ab hier, so, es gibt es auch für Sushi. Jetzt fällt das ab. Das ist auf einer Noppe und das ist ein Fehler. Aber ich habe das jetzt so hingetan. Das ist vielleicht nicht so optimal gebaut, ja. Aber schaut mal, Sushi. Jetzt denkt ihr, jetzt sehe ich das nicht, weil das ist jetzt hier zu. Habe ich gemacht, weil ich mir gesagt habe, ja, in der Nacht muss es zumachen.
dort kommen die Leute rein und darum habe ich es so verbaut. Aber man sieht jetzt nicht so viel. Jetzt muss ich mal schauen, ob ich das hier wegnehmen kann. Ja, ich kann es wegnehmen, dann seht ihr es besser. So, seht ihr das Ganze hier. Es hat eine Zeitung, der hat auch Dinge, die er da verkauft. So ein Kaufgerät, dann hat es Schüsseln und es hat auch natürlich Utensilien, Mikrowellen und auch die Möglichkeit zu kochen. Ein Kochherd ist auch dabei. Und verschiedene Dinge, die er da zusammenbereiten kann. Was er auch noch hätte, das wäre natürlich Sushi, die er verkauft. Ja, Sushi, das sind diese. Ich habe die jetzt extra nicht drin gehabt, damit es nicht rausfällt, aber ich werde jetzt wieder reintun und dann kocht er Sushi. Das kann ich da wieder reinlegen. Das mache ich dann später. Kein Problem. Ich wollte es euch einfach zeigen. Aber diese Blume hier ist wirklich, das ist das, was dann nerven würde, wenn man das kaufen würde und dann würde die Blume immer wegfallen. Das hält nur eine Noppe. Sieht doch einfach schön aus. Ich hätte es besser so gebaut. Ja, das ist auch so etwas. Da habe ich nur so eine Platte genommen, hier drauf und so weiter. Und das hier einfach nur so befestigt. Das ist, würde ich anders machen, wenn ich jetzt da eine Bauanleitung machen würde, weil das hält nicht so schön. Aber ich finde das immer noch schon schön, dieser Aufgang hier, wie ich das gelöst habe. Und das hier unten dran ist einfach Hobbies nicht gut. Nicht gut, Steinemeister, nicht gut gebaut. Ja. Aber sonst sieht doch das Ganze schön aus. Ja. Man kann nicht alles perfekt machen, nein. Was ich auch schön finde, ist hier noch, die werde ich so auf die Seite tun. Da hat es hier noch eine Laterne. Und ihr seht hier vorne, hat es da so asiatisch angehört. Man sieht es jetzt nicht gut, aber ihr seht das oben dran. Ja, das ist doch asiatisch. Das ist ein asiatischen Laden. Da läuft man durch in die Oberstadt und der hat natürlich damit sehr viele Durchgangskunden, die dann bei ihm das Sushi direkt kaufen und dann essen gehen. Ja, das ist super. Und wir haben zuoberst noch eine Saftpresse. Ja, hier Eingang. Hier auf der Seite ein bisschen Blumen, damit es nicht so ganz Styropor. Ihr seht, so sieht es aus, wenn man es nur baut, ganz einfach. Finde ich persönlich nicht so perfekt. Ich würde euch empfehlen, immer ein bisschen Blumen noch dazu zu tun, ein bisschen Spezialitäten reinzutun. Es sieht einfach viel besser aus, als nur so. Ja, auch so. Ist einfach, der Seite ist nichts. Da wäre zum Beispiel auch etwas schön. Ein Fenster, aber nicht nur ein Fenster, sondern etwas reintun. Das habe ich jetzt nicht gemacht, weil das ist ja die Vorderseite, das ist die Hinterseite, das sieht nicht jeder. Darum auch die Karotte. Jetzt habe ich hier noch abgebaut. Und ich kann natürlich das auch wieder modular öffnen. Hier Antenne. So rundherum. Ich fand das auch, da habe ich lange überlegt, wie ich das bauen will. Hatte keine solche Steine mehr. Sonst hätte ich etwas anderes gemacht. Aber ich finde es so gar nicht so schlecht. Und da geht es weiter nach oben. Und das mit dem Rot sieht doch schön aus. Und das macht eben so. Jetzt habe ich hier die Saftpresse. Da sind Sitzgelegenheiten. Da kann man Säfte trinken, da geht es die Saftpresse und dann hinten dran auch noch hier, wo man dann Smoothie und so weiter trinken kann. Da kann man Spaß haben und darum die Möhre, die Karotte obendran. Ja, Rüebli, sagen wir in der Schweiz. Es Rüebli. Und das in grün hier, das passt ja auch sehr gut. Und ihr seht, ich habe viele Dinge verbaut. Und jetzt, wenn man dieses ganze Gebäude zusammenbaut, modular, es ist nicht groß hier, aber ich finde es einfach putzig. Ich finde es wirklich schön. Natürlich kann man sagen, diese Seite, ja, man muss ja auch eine Schattenseite haben. Aber das haben jede Gebäude. Also die Gebäude auf der Seite haben es nicht so schön. Was kann man mit dem machen? Man kann es eben in den Ecken stellen. Kann man hier Straße durch. Ich werde es aber so machen, ich werde hier ein großes Gebäude haben, ich werde hier ein Gebäude und das wird dazwischen gebaut und da in dem Gebäude wird es einen Durchgang geben, dann gegen dem geht es in die Oberstadt. Alles überlegt. Ich finde es wirklich super, super. Ich weiß nicht, gefällt es euch? Wenn es euch gefällt, schreibt rein in den Kommentar. Ich liebe Kommentare. Gebt einen Daumen hoch und sagt vielleicht Steinemeister,
Wäre cool, wenn es einen Mock geben würde davon. Ja, eine Anleitung. Wird es nicht geben, weil ich habe es im Kopf gebaut und das jetzt alles zu übersetzen wäre schwierig. Wenn jemand natürlich Lust hat, kann jederzeit mal vorbeikommen und das anschauen und dann eine Anleitung bauen und dann noch ein bisschen Tantiemen bei mir geben, ja. Aber, nee, ich mach's ja auf Spaß. Aus Spaß wurde ernst. Nein, ehrlich, Spaß beiseite. Das ist doch wirklich ein Träumchen. Ein Träumchen ist das geworden. Ich find's wirklich schön. Ich find's, es ist gelungen. Als ich das erste Mal gebaut habe, gedacht, das wird nichts. Aber mit der Zeit habe ich mich fast ein bisschen verliebt in dieses Häuschen. Trotz diesem großen Lobster vorne dran, der ein bisschen die Sicht wegnimmt vom Häuschen, aber das gehört dazu. Die Leute sollen hier reinkommen. Essen, 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 essen. Ja, jetzt habe ich Hunger. Ihr auch? Tschüss zusammen. Merci. Danke.